Der neue Bosch 12 Volt, der schlechteste Akkuschrauber der Welt. Der beste. Weiter. Ach so, der beste. Okay, der neue Bosch 12 Volt, der beste Akkuschrauber der Welt. Denn wir haben heute wirklich einen ganz neuen Bosch 12V32 und wir werden uns heute mal anschauen, wie schlägt er sich eigentlich gegen den 35er, macht das überhaupt Sinn und was ist hier alles neu? Und ich verspreche dir, mehr als man denkt. Bosch hat es gemacht. Endlich. Ich freue mich riesig. Der neue 32er 12 Volt hat Kickback. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen Kickback und so ein bisschen so ein lahmes Kickback oder das alte Kickback. Nein, Bosch hat sein bestes Kickback, was sie haben, in diesen Akkuschrauber eingebaut. Und ihr wollt wissen, wie das funktioniert, denn das löst wirklich auch nochmal viele Detailprobleme beim Thema Kickback. Und natürlich stellt sich jetzt eine zentrale Frage. Wir haben den 15er, einen 30er, einen 35er. Wie reiht sich der 35er eigentlich hier ein und welcher von denen wird demnächst verschwinden? Und ich sage euch, ihr werdet überrascht sein. Wir schauen uns jetzt alles an, was bei dem neu ist und was ist der Unterschied jeweils zum aktuellen Topmodell, dem 35er. Als allererstes müssen wir jetzt über etwas Verwirrendes sprechen, nämlich das Thema Kraft. Wir haben einen Test gemacht und der ist auch sehr eindeutig, aber die Zahlen sind ein bisschen komisch. Denn der 12V35 hat 20 Newtonmeter im weichen und 35 Newtonmeter im harten Schraubfall. Der neue, der 32er, hat 21 Newtonmeter, also 1 Newtonmeter mehr im weichen und hat 32 Newtonmeter im harten. Das heißt also, hier ist es so, dass er 3 Newtonmeter weniger hat oder 1 Newtonmeter mehr. Aber wie fühlt sich das in der Realität an? Das ist eigentlich relevant, denn da merkt man den Unterschied. Und hier war es so, dass wir Folgendes gemacht haben. Zuerst haben wir eine 8x300, also 30 cm lange Schraube getestet. Das hat der 32er quasi weggefrühstückt, ja, gar kein Problem. Als nächstes sind wir aber schon hochgegangen zu 8x380, also 38 cm. Und das war früher die Grenze für den 35er. Vor kurzem habe ich den 35er FC getestet und da hat er gesagt, nee, mehr geht nicht. Da hat er auch abgeschaltet. Da hat der 32er gesagt, easy, ja, gar kein Problem und hat die reingeschraubt. Das heißt, es ist Indiz dafür, dass er stärker ist, auch wenn die Zahlen es nicht wirklich vermuten lassen. Als nächstes haben wir Folgendes gemacht und haben diese Schraube genommen. Diese Schraube ist nochmal so doppelt schwer, weil wir haben hier ein kleineres Gewinde, also ein engmaschiges Gewinde. Wir haben hier eine 9er und in dem Fall eine 9x350. Ja, das Hauptthema ist ja wirklich, die Reibkraft ist von dieser Schraube deutlich höher. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, die reingeschraubt und auch diese Schraube, die wirklich amtlich ist, also von den Dimensionen und Längen, hat er reinbekommen. Er hat, muss man zugeben, wir haben dreimal eine Abschaltung gehabt, sodass er gesagt dreimal so, eigentlich möchte ich nicht mehr, neu angesetzt und haben es damit reinbekommen. Aber wir sehen damit eindeutig, er hat die andere Schraube, die er hier nicht geschafft hat, geschafft und er hat bei der größeren auch gesagt, boah, ich habe hier richtig Kraft. Gar nichts. Das hätte ich nicht erwartet. Wirklich gar nichts. Das Maximum. Aber es ist kein Stinken, kein Riechen, kein Verbrannt. Was man sonst, wenn die so an der Lastgrenze sind, dann schmuggeln die schon so ein bisschen. Aber kommt nicht mal heiße Luft raus. Cool. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich sogar wesentlich relevanter finde und das ist Kickback oder beziehungsweise Anti-Kickback. Ich weiß, dass ich häufig immer nur Kickback sage, aber es geht ja darum, dass man den Kickback verhindert. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wenn sich hier etwas verkantet, etwas sehr schwer wird, eine Schraube irgendwie so festsitzt und der Akkuschrauber rumreißen würde, dass der sagt, nö, mach ich nicht und er schont damit deine Hand, dein Handgelenk oder was auch immer, aber du brichst im Zweifel nichts. Ja? Darum geht es ja eigentlich. Und hier ist es so, dass in der Vergangenheit 12-Volt-Geräte das eigentlich nie hatten, selbst 18-Volt-Geräte, nur wenn sie eine größere Geräteklasse waren, so ein 60er, 90er, 150er, so, die haben das bekommen, aber die kleinen eben nicht. Und jetzt haben wir aber das erste Mal einen 12-Volt, der hat das und der hat ein Anti-Kickback-Control. Und der hat aber nicht das Normale, was wir so kennen, sondern er hat das sogar nochmal erweitert in einer Art und Weise, wie ich sie richtig genial finde, wie es eigentlich, glaube ich, gar kein anderer von Bosch auf keinen Fall hat. Und deswegen finde ich es mega, was sie hier eingebaut haben. Denn wir haben die Standardfunktion, wie ihr sie kennt. Das heißt, es passiert Folgendes, ihr seht das hier auch am Licht. Ihr habt sofort gesehen, ich habe jetzt diese ruckende Bewegung gemacht. Ich mache es nochmal. Ja. Ja, es ist jedes Mal, dass wenn ich diesen Anzugsmoment, wenn ich es ordentlich provoziere, dass er hier den Kickback-Control-Modus einschaltet und dann sagt, nee, er nimmt sofort die Kraft sofort raus, zeigt hiermit, oh, hier ist ein Problem und Ende. Aber
in der Vergangenheit war es so, dass ihr den Standardtest machen konntet. Ihr habt also den Trigger hier gedrückt und habt Folgendes gemacht. Das geht so nicht. Das ist wichtig, denn es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass das Kickback hier über ein Gyroskop das relativ schnell gemerkt hat und gesagt hat, oh nee, schalte ich aus. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie blöd, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und ich habe schon gedacht, ist das eine gute Sache? Bis wir uns das mal im Detail angeschaut haben. Und wir haben es auch getestet. Bei einem Test ist es so, dass du hast das Gerät, ja, und es gibt verschiedene Tests, die wir gemacht haben, erstmal angesetzt und dann drauf gedrückt, also das ist ähnlich, was wir gerade hatten, und er drum geruckt und sofort, zack, kein Problem, er hat gestoppt. Wenn wir jetzt den Anschlagtest machen, das heißt, wir schrauben rein und in dem Moment, wenn die Schraube so wirklich am Anschlag ist, wo das härteste Drehmoment kommen würde und das ruckt rum, zack, kein Problem, er hält an. Wenn wir uns aber das Folgende anschauen, ist das wirklich eine Weiterentwicklung. Nämlich, selbst ein langsames Verdrehen würde gestoppt werden und das habe ich auch ausprobiert. Das heißt, du hast eine Schraube und du schraubst und irgendwann wird die Kraft so groß, dass er anfängt, so auch wirklich relativ langsam das zu ziehen oder zu verziehen. Das heißt, wenn er schnell macht, dann ist er sowieso so, hast du ja vorhin gesehen, das funktioniert. Aber es ist so, wenn du jetzt drauf drückst und er verzieht sich hier um bis zu 120 Grad oder ab 120 Grad, sagt er Stopp. Das heißt also, du fängst an und dann hört er auf. Ja? Das funktioniert wiederholbar auch, ich habe es mehrmals ausprobiert und er stoppt. Das ist eine Funktion, hatten wir früher nicht. Und es gibt auch andere Geräte, ich sage mal so, es gibt ein anderes 12-Volt-Gerät, das auch Kickback hat. Viele wissen, was ich damit meine, was genau diese Funktion nicht hat und mir wirklich meine Hand verdreht hat. Denn ich habe genau das gehabt, im niedrigen Gang, Geschwindigkeit runtergestellt, eingestellt und dann auf einmal, dann steht man da und denkt, oh nee, das war aber nicht gut, das ist ja eigentlich blöd. Und genau das ist das, was der jetzt kann. Der schützt sich jetzt vor allen Kickback-Fällen. Was gibt es noch Neues? Der neue 32er hat ein deutlich helleres Licht. Das ist jetzt hier schwer zu sehen, aber man kann eindeutig sehen, da geht einiges mehr. Eine Sache, die viele freuen wird, ist das Thema Bohrfutter. Hier habe ich ein Kunststoffbohrfutter, zumindest außen die Verkleidung. Innen drin ist natürlich sowieso schon mehr Metall. Wir haben hier ein Kunststoffbohrfutter. Beim neuen, beim 32er, haben wir ein Metallbohrfutter. Ja? Innen drin Metall, hier Metall, alles fein. Aber wir haben hier Außenmetall, dadurch viel höheren Grip und können jetzt noch viel besser den Bit oder den Bohrer anziehen. Weitere Änderung ist folgendes. Wenn wir den Schrauber jetzt uns mal angucken, das ist ein 35er. Hier haben wir keinen Clip, keine Halterung, kein gar nichts. Du kannst aber hier Folgendes machen. Du kannst hier hinten am Motor einfach diese Abdeckung abnehmen und dann kannst du das hier ranschrauben. Das heißt, du kannst einmal den Gürtelclip anschrauben oder auch den Bithalter hier hinten oder halt auch kombiniert das nur das eine oder das andere. Das ist etwas, was du früher hattest. Diese Option gibt es jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist es so, dass du nur noch einen Clip hast. Das heißt, du nimmst den Clip und führst den hier an der Seite ein. So. Und zwar so weit, bis er einrastet. Und dann hast du ihn drin. Du kannst ihn natürlich nach rechts einrasten lassen oder nach links, also rechts-links nutzen und brauchst kein Werkzeug mehr. Beim 12-Volt Akkuschrauber ist eine Sache extrem wichtig und zwar das Thema Größe. Wie groß ist der denn eigentlich oder Bauform? Wir haben hier wirklich jetzt den kleinsten 12 Volt, den wir je hatten, mit einer kleinen Einschränkung. Aber wir gehen jetzt mal durch. Hier unser 32er. Wir nehmen erstmal den 15er. Das sieht schon wirklich krass aus. Also das ist ein riesen Unterschied, wie ihr hier seht. Der ist deutlich kürzer. Dann gucken wir uns mal den 30er an. Auch hier sehen wir, ja, auch hier ist er nochmal deutlich kürzer. Dann gehen wir hin zum 35er, ja, und auch da sehen wir, er ist nochmal kompakter geworden. Und jetzt kommen wir zum FlexiClick, zum FC. Auch hier ist er deutlich kompakter. Und hier ist erst das hier die Lösung und erst hier kann er ihn dann schlagen. Aber kleiner Spoiler, ich bin mir sicher, der wird auch noch als FlexiClick kommen. Wir wissen jetzt, er ist kleiner, aber er hat ja Metallbohrfutter. Ist er denn so viel schwerer? Nein, er ist sogar leichter. Das heißt, wir haben hier, wenn wir den normalen 35er nehmen, haben wir ein Gewicht von 715 Gramm. Hier haben wir ein Gewicht von 670 Gramm, also fast 50 Gramm weniger. Und glaubt mir, nach der 50. Schraube und nach der 500. Schraube merkt ihr spätestens. Zum Schluss haben wir noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar Nummer 1, der 35er hat 1750 Umdrehungen im zweiten Gang. Der 32er hat 1800, also 50 Umdrehungen mehr. Ja, okay, ob es jetzt darauf ankommt, das werdet ihr kaum merken. Ein zweites Thema ist, der Trigger wurde etwas geändert. Und zwar, man merkt das schon, und zwar kann man ihn etwas besser drücken und er dreht dann leichter. Also es ist so, dass er langsam dreht und hier
Es ist etwas schwerer zu dosieren, aber das ist auch etwas, was brauchst du super selten und das geht hiermit auch gut. Es geht hiermit nur eben einen Tick nochmal besser. Und der letzte Unterschied ist der Preis. Und hier wird die Sache nämlich wirklich verzwickt, beziehungsweise eigentlich sogar gar nicht. Denn wir haben beim Neuen einen Preis von 99 €. Wir haben wirklich, also beim 32er, der kostet 100 € und die gibt es übrigens in verschiedensten Konfigurationen. 100 € kostet er solo im Karton, so wie er steht, aber ohne Akku natürlich, ja, solo. Es gibt ihn aber auch noch in der Tasche zum Beispiel mit Akkus und Lader und allem drum und dran. Du kriegst ihn aber auch in der L-Box und es gibt noch andere Varianten, in der du ihn kaufen kannst. Wenn du dich dafür interessierst, unten in der Videobeschreibung ist der und natürlich auch alle anderen verlinkt. Ihr wisst wie immer, ehrlicher Preisvergleich und so, ihr kennt das. So, wenn wir uns das aber anschauen, kostet der 100 €, aber der 35 kostet auch 100 €. Und der kleine hier, ja, der 15er kostet 65 €. Jetzt muss man sagen, der 30er können wir eigentlich rausnehmen, denn der 30er ist ein europäisches Sondermodell, der wird in Deutschland eigentlich gar nicht vertrieben, aktuell ist schon mal gar nicht mehr. Und der FlexiClick ist auch so ein bisschen außen vor, das ist ja kein FlexiClick, ja, der kostet auch etwas mehr. Und übrigens eine wichtige Info, der 35er wird demnächst auslaufen. Das heißt, der geht raus und dafür kommt der 32er rein und der wird das Einstiegsmodell, der 15er wird bleiben. Und jetzt wird es schon viel übersichtlicher. 15er, 35, 32. Und wenn du dich heute entscheiden musst, ganz klar, du nimmst den 32er, weil das ist wirklich geiler Scheiß. Kann man nicht anders sagen. Was das Ding alles für Vorteile hat, das sind viele Kleinigkeiten, aber nur schon für das Anti-Kickback würde ich genau den kaufen. Für denselben Preis für den auf jeden Fall den kaufen und für 35 € mehr als der auch den kaufen. Wenn du noch einen zweiten brauchst, auch den kaufen. Immer den kaufen, weil der ist wirklich gut. Das ist meine persönliche Meinung. Das Ding ist cool und ich freue mich, dass es diese Weiterentwicklung gab. Ihr schreibt es mal in die Kommentare, welchen würdet ihr denn nehmen? Offensichtlich natürlich genau den, aber nein, bitte schreibt in die Kommentare, was ist eure Meinung zum neuen Akkuschrauber und solange bis dann, wir lesen uns, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.